Nach 5 Tagen in der Exklave Musandam ist für uns weitergegangen mit der Fähre nach Chinas und somit aufs Festland vom restlichen Oman. Der Oman, ein Land, das den Spagat geschafft hat zwischen dem Erhalt von der authentischen arabischen Kultur und trotzdem einer sanften Öffnung nach außen. Das Land hat uns von Anfang weg sprachlos gemacht, wie ihr bald merken werdet. Wir sind gerade die Videos am Aufladen und mussten feststellen, dass unser Mikrofon seit Kassab kaputt ist und wir ganz viele Filme haben, wo wir viel geschwätzt haben, wo keinen Ton hat. So ein Zeichen. Wie zum Beispiel das. Wir starten unsere Oman-Reise in der fruchtbaren Bati Naibini, einem Küstenstreifen, der zwischen dem Hadschar-Gebirge und dem Golf von Oman liegt. Das ist die dichtest besiedelte Region von Oman und dementsprechend ist die Zeltplatzsuche doch recht schwierig geworden. Und gerade noch rechtzeitig haben wir noch einen Platz gefunden und das direkt am Strand. Was für ein Glück! Unsere erste grössere Stadt ist Sohar, bekannt für den Fischmarkt. Und da es noch früh am Morgen ist, nutzen wir die Chance, um durch die luftige Halle von dem speziellen Gebäude zu schlendern, das von der Form her an eine Tau erinnert. Und wir staunen ab der maritimen Vielfalt, wo unter anderem verschiedene Haifischarten zum Verkauf angeboten werden. Dort, wo es möglich ist, haben wir versucht, auf Nebenstrassen auszuweichen, die direkt am Meer mitten durch die Dörfer führen. So bekommen wir einen guten Einblick ins alltägliche Leben der Einheimischen. Der Oman, das Land vom Weihrauch, der Seefahrer und der Gewürz, hat eine rasante Entwicklung hinter sich, die wohl so einmalig ist. Unvorstellbar, dass es in den 70er Jahren im ganzen Land gerade mal 11 Kilometer asphaltierte Strassen gegeben hat. Der 2020 verstorbene und überaus beliebte Sultan Qaboos hat das Land in den letzten 50 Jahren durch Reformen und Bildung behutsam in die Moderne geführt, unter der gleichzeitigen Bewahrung der kulturellen Identität. Wohl in keinem anderen Land kann man die arabische Kultur noch so authentisch erleben wie im Oman, was das Land zu einem ganz besonderen Reiseziel macht. Später am Tag fahren wir durch viele Dörfer, wo die meisten Häuser in Strandnähe total zerstört sind. Wie wir später erfahren werden, hat hier erst vor einem Monat ein heftiger Zyklon gewütet und viele Familien sind obdachlos geworden. An diesem Abend haben wir einen der unangenehmsten Zeltplätze von unserer Reise gehabt. Denn, so wie es scheint, haben alle Omanis entschieden, das Wochenende genau neben unserem Zelt am Strand zu verbringen. Und bis Mitte in der Nacht ist es laut zu und her gegangen. An Schlaf ist nicht gedacht zu sein. Und darum hat es uns überhaupt nicht ausgemacht, dass wir am nächsten Tag die dicht besiedelte Küstenregion verlassen haben und ins Landesinnere abgebogen sind, Richtung Rustak. Wir haben wieder einmal ein hübsches Fort entdeckt. Hey, das ist der erste Ort im Oman mit so einem richtigen Stadtzentrum mit Läden und Restaurant. Ja. Und wir sind über eine Woche im Land, das erste Mal. Da sogar ein Suppe, hast du gesehen? Ja.
Hier nicht. Ah, da. Da. Nein, nicht zu mir. Seht ihr, der kleine Frosch hat auf unser Zelt abgesehen. Ja. Ist plötzlich im Zelt vorgekommen. Ja, wir bauen jetzt sogar das Zelt ab. Da wunderschön geschlafen. Jetzt im Wadi sind schon baden heute Morgen früh. Schaut euch das an. Dort hinten kommt langsam die Sonne. Dort ist das Dorf Hokkien. Genau. Ja, und das war unser Platz. Ah, wir haben einen Frosch im Zelt. Hilfe! So, irgendwie falsche Richtung, Junge. Er will immer wieder ins Zelt zurück. In Rustac hat sich unser Warmschauer-Host, der Saif, einen ganzen Nachmittag Zeit genommen und hat uns voller Stolz seine Stadt gezeigt. Unter anderem haben wir eine Halwa-Fabrik besichtigt. Halwa ist ein omanischer Nationaldessert, der aus viel Zucker, Wasser und verschiedensten Gewürzen wie Kardamom und Safran besteht. Die schleeartige Masse wird mehrere Stunden in einem grossen Bottich unter ständigem Rühren erhitzt, bis sie fertig ist. Es gibt im Oman ganz viele kleine Fabriken, die seit Generationen im Familienbesitz sind und all ihr eigenes Geheimrezept haben. Und natürlich wissen die Einheimischen genau, wo man das Beste bekommt. Und wir sind gerade alles am Verpacken. Wir gehen in die Berge mit dem Jeep, also rauf auf den Aussichtspunkt und dann fahren wir wieder runter. Ja, so nett, dass da uns das Saif hilft. Ich habe extra Kabelbinder gekauft, damit wir das Velo hier oben befestigen können. Aber es wird natürlich dann auch noch mit einem Seil befestigt. Ja, wir sind gepackt und los geht's. Ja, ich kann hier neben dem Velo, ich kann immer schön klingeln, wenn ich will. Ja, eins auf dem Dach, eins hier rein. Yep. Los geht's. Pass.
mehr haben wir nicht mehr zum Essen. Spaghetti bekommst du nicht. Ja, jetzt gibt es nämlich Pasta. Sorry, ist vorbei. Am Abend nach einem knackigen Anstieg kommen wir in Misfat Al Abrin an und entscheiden, hier einen Paustag einzulegen, um ohne Stress den schönen Ort zu erkunden. Misfat Al Abrin ist eines der wenigen traditionellen omanischen Bergdörfer, wo Touristen willkommen sind. Wir schlendern durch die bis zu 300 Jahre alten Steinhäuser und unternehmen einen Spaziergang durch die weitläufigen Dattelplantagen. Und überall hören wir Wasser plätschern von all diesen Wasserkanälen, der Falatsch. Das ist ein omanisches Bewässerungssystem, wo Wasser von Quellen, Grundwasserbrunnen oder Wadis teils kilometerweit zu den Dörfern und Feldern transportiert und dort verteilt wird. Das nur unter Ausnutzung vom Gefäll. Das Bewässerungssystem ist vermutlich durch Perser im 6. Jahrhundert vor Christus im Oman verbreitet worden und ist einzigartig im arabischen Raum. لما ايدينا تلتقي تمي عتم شو بقي غير انه الدنيا تبطئي حركتها والدوران كل الطبيعة بتنحني لما بجسمها تنحني قصص بعيونها تشدني تختزل عمر اللي كان In Al-Hamra besuchen wir das Beit al-Safa-Museum in einem traditionellen omanischen Haus, ein sehr lohnenswerter Halt. Wir bekommen einen Einblick, wie die Menschen früher im Oman gelebt haben, wie man Kaffee geröstet hat, wie das traditionelle Brot hergestellt worden ist und wie man aus Sandalwood Make-up hergestellt hat. Und wir verlieben uns in die omanischen Reimhäuser mit ihren tollen Nischen. So Leben hat schon etwas. Leider sind im alten Teil von Al-Hamra viele Häuser nicht mehr bewohnt und dem Verfall preisgegeben. كان يا مكان يا من قصص منسية من زمان عالقد بشالة يلي كان شاهدها حب مثله مكان في سر بجسمها وريحتها يا ما غنى عنه الشتاء تفاصيل كتيرة لاحتها عرقت مثل جسمها الشتاء شتا 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 Ein historisches Ereignis. Also das erste Kamel. Ja, eigentlich ein Dromedar, aber ja, alle sagen dem Kamel. Also das erste Dromedar auf der Reise.
Also nicht ganz erst, wir haben schon mal eins gefilmt. Aber so eine... So fantastisch, ey. Wow. Ja. Endlich ist es soweit. Wir mussten fast 1,5 Jahre unterwegs sein dafür. شتا لو ارجع لحظة ابوطة جمدها الدنيا ثبتها مش فارق بعدها شو بصير شتا 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 ما اشتقتش مثلي. Ja, hier in Bachra, im Ort selber, haben wir völlig zufällig das ganz neue Kaffee entdeckt. Richtig schön gemacht und guten Kaffee und ja, spontan müssen einen Stopp machen. Das Bachla-Fort ist eines der wichtigsten und imposantesten Forts im ganzen Oman und ist seit dem Ende der 80er Jahre als UNESCO-Weltkulturerbe geschützt. Vor allem das Licht- und Schattenspiel auf den sandsteinfarbigen Lehmmauern ist beeindruckend. وسط الليل ضربني الصوت هي شد حديدك بالخيوط الموت شي كيبوت اللي يسملكني الصوت قوم شي بيعبيمك ليش الدوب جنون هي Ja, wir sind auch für heute. Hier übernachten wir jetzt. Hocken noch ein bisschen draussen, schauen den Sternenhimmel an. Und ja, lassen die ganzen Erlebnisse von heute Revue passieren. Heute war wirklich ein spannender Tag. Wir haben viele Leute kennengelernt. Es sind viele Sachen anders als geplant und wir haben gar nicht so viele Kilometer gemacht. Aber schön jetzt da zu sein. Und morgen geht es weiter mit dem nächsten Fahrt und dann ab auf Niswa und wir nehmen da mit. Aber jetzt, gute Nacht. Das Jabrin Fort ist 1670 ursprünglich als Palast erbaut und erst nachträglich mit Festungsmauern verstärkt worden. Nachdem der damalige Imam 1688 seinen Regierungssitz dort verleiht hat. Das macht das Fort einzigartig, eine spannende Mischung zwischen der Repräsentation und Wehrhaftigkeit. Und man bekommt einen guten Einblick ins höfische Leben von damals. اللي بيه مرجع السوق قوم شي قوم بقلبي تروح الفوق وندوب بيه Niswa ist das Zentrum des omanischen Kernland und unser Ziel vom ersten Teil unserer Rundreise durch Oman. Denn jeden Freitagmorgen findet hier der berühmte Ziegenmarkt statt und natürlich kommen wir rechtzeitig am Donnerstag noch Mittag hier an. Am 6 Uhr morgens sind wir schon unterwegs, wir sind richtig früh dran und erleben voll mit, wie sich der Platz immer mehr mit Ziegen und Kühen füllt. Und dann geht es plötzlich los. Die potenziellen Käufer beziehen Stellung innerhalb und außerhalb vom Rund und ganz viele Ziegen werden im Kreis herumgeführt, von Käufer zu Käufer und es wird gefälscht, was das Zeug hergibt.
بقلبي تروح الفوق وندوب بيه فوق الجبال. ابن مدينة بلاش حيوت لحيوت شي، ربي جالب بلاش حروب في تموت حي مش حب يكون جاك ضايع في سوقي قلبي محروق، لا نشوف لا نذوقي عايش من سوق